Guten Tag. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal, was wir an Essen so mit haben, was für 3-4 Tage auf jeden Fall reicht. Und zwar geht's los. Ich habe hier die 2 kleinen Ottlieb-Taschen, die habe ich an meinem Fahrrad dran. Und da ist das Essen immer drin aufgeteilt. Und zwar haben wir in der Regel immer eine Packung Nudeln mit dabei und Pesto, einfach weil das schnell geht. Und das ist oftmals auch so ein ich habe keinen Bock essen. Dann haben wir auch immer Reis dabei. Der Reis, der reicht für 2 bis 3 Mal kochen, und dann machen wir in den Reis immer so Gemüse. Also hier in dem Fall in Spanien habe ich bis jetzt noch keine so kleinen gefunden mit Mischgemüse. Wir haben uns jetzt für Erbsen entschieden. Oder ich mache ein indisches Curry dazu mit Thunfisch. Genau. Also Thunfisch haben wir immer dabei. Reis haben wir immer. Spaghetti mit Pesto haben wir immer. Und dann halt gibt es so variable Komponenten. Hoppla. Das hier, das haben wir gefunden. Das hat jemand auf dem Campingplatz stehen gelassen und das war noch zu und sieht auch noch gut aus. Und da habe ich es mitgenommen. Aber das wird dann auch irgendwann mal mit Reis verkocht. Dann haben wir immer mal so unterschiedliche Dosenmenüs. Die kommen auch gemischt in den Reis. Eignet sich auch ganz gut. Haben wir hier zu Kartoffelbrei. Das haben wir in Frankreich für uns entdeckt, so Kartoffelbrei aus der Tüte zu machen. Ich bin jetzt privat nicht so der Fan davon. Also hätte ich eine Küche, würde ich es auf gar keinen Fall so essen, sondern halt mit richtigen Kartoffeln. Geht aber auf Reisen nicht. So, also das ist so wirklich immer so Standard, was wir mit haben, damit wir für ein paar Tage hinkommen. Dazu gibt es immer Zwiebelchen, kleine. Und was auf gar keinen Fall fehlen darf, niemals nie, ist Knoblauch. Haben wir auch immer dabei. So. Dann fürs Frühstück auch eine Packung Müsli. Und wenn wir Obst dabei haben und das nicht schon aufgegessen haben, kommt dann immer Bananen oder Äpfel rein. Oder was wir auch manchmal dabei haben, Nüsse. Und die werden dann auch ins Müsli gemacht. Und dementsprechend haben wir auch Milch. Also Haferdrink. Das mischen wir mittlerweile mit Wasser. Also wir nutzen nicht nur die Milch, sondern eben auch mit Wasser gemischt, dass wir länger hinkommen. Oder bestenfalls mal komplett davon runterkommen. So, und ansonsten, was hier so rumliegt, das hier ist extra, das haben wir gestern gekauft. Da konntest du für 1 Kilo so ganz viele solche Küchlein aussuchen. Das hat 5 Euro gekostet, der Kilo. Wir sind noch nicht mal auf 1 Kilo gekommen, da ist schon ein bisschen was weggefuttert. Baguette haben wir auch täglich bis jetzt dabei. Das essen wir direkt, so wie wir es haben, ist das weggeatmet. Also es ist mal so zwischendurch für die Pause. Und ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich musste, also es ist auch so ein Extra. Das hat auch nicht jeder dabei. Kann ja auch jeder machen, wie er will. Ich musste Kräuter mitnehmen. Und Kräuter und Gewürze. Die habe ich mir hier abgepackt, weil nämlich die Gläser, wo es drin war vorher, die sind nämlich schwer gewesen. Da haben wir so kleine Beutelchen gekauft und das umgefüllt. Und komm raus. Naja, auf jeden Fall sind das so indische Gewürze. Damit mache ich dann eben meinen Curry. Und ja, ich komme bis jetzt auch damit ganz gut hin. Ja, es ist schwer, man kann es weglassen und vielleicht nur mit Salz oder mit gar keinen Gewürzen. Aber ich möchte das nicht, weil ich gerne koche. Und ich möchte es irgendwie auf Reisen so noch halbwegs nach ein bisschen zu Hause haben.
Genau, also das hier ist immer in der Tasche. Dann haben wir für das Baguette noch so ein paar Aufstriche. Hier in dem Fall ist es jetzt so eine Pistaziencreme, die wollte ich mal probieren. Ja, schmeckt ganz gut. Honig, das war auch mal jetzt so eine Abwechslung. Probieren wir mal. Ja, macht sich ganz gut. Das machen wir auch mal ins Müsli und so. Also nimmst halt einfach ein Baguette, machst es drauf und hast halt ein bisschen Geschmack. Und hier ist so ein Nutella-Ding. Wenn das alle ist, dann ist es alle. Dann kommt das auch nicht nochmal ersetzt. Genau. Und Öl haben wir auch dabei. Ich hatte in Frankreich immer kleine so Flaschen. Die habe ich dann zum Schluss nicht mehr gefunden. Und jetzt sind es halt solche, aber naja. Genau. Kaffee haben wir aktuell wieder. Ja, wir haben es nicht geschafft, beim letzten Mal davon runterzukommen. Also haben wir das jetzt. Mal sehen, wie es ist, wenn das Ding alle ist. Genau. Das haben wir so immer dabei. Das ist dann auch in den Taschen aufgeteilt. Und damit kommen wir ganz gut hin. Und was wir hier so im Kühlschrank haben. Genau, also so Käse und Wurst, das haben wir dann wirklich nur, wenn wir mal in der Unterkunft sind, weil das wird einen schlecht und wegschmeißen wollen wir auf gar keinen Fall. Tomaten, die snack ich immer ganz gerne unterwegs mal. Die entweder esse ich so oder sie kommen mit ins Curry reingeschnippelt. Und Salami hat Steffen immer in seinem Rucksack vorne. Genau. Ja. So sieht's aus. Und falls ihr euch wundert, das San Miguel war im Angebot. Deswegen sieht es hier so aus. Ja, könnt ihr mal schreiben, ob das für euch zu viel ist. Wahrscheinlich schon. Aber das ist so der Luxus, den ich haben möchte. Jetzt habt ihr gesehen, was bei uns in der Küche so abgeht. Küche. Ich habe es jetzt eingepackt. Das ist nur eine Tasche eingepackt und die ist noch nicht mal komplett voll. Und da kommt dann immer noch unser Kochset, das hier rein und dann kannst du hier zumachen. Die ist noch super leer. Also da kommen dann diese Sachen für die Snackereien rein und das ist auch nicht voll. Also geht voll klar. Und jetzt koche ich sächsische Kartoffelsuppe. Sowas gibt es dann halt immer, dann, wenn man eine Unterkunft mietet. Da gibt es dann immer irgendwas Feines.